Datenschutzhinweise in der Umfrage platzieren. Nicht erst seit der DSGVO, auch schon vorher vor dem Bundesdatenschutzgesetz, was wir davor hatten, ist es wichtig, dass wir die Personen über die Verarbeitung von Daten informieren. Das heißt, wir haben eine Pflicht, eine Informationspflicht, und die haben Sie auch hier in der Umfrage unter bestimmten Umständen. Und damit Sie dieser Pflicht nachkommen können, zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie in der Umfrage Ihre eigenen Datenschutzhinweise platzieren können. Dazu nehmen Sie dann wieder Ihre Umfrage hier aus der Übersicht. Das heißt, ich klicke jetzt meine erste Umfrage wieder an und wir wechseln in die Einstellung. Unten in den Einstellungen, wenn wir weiter runter scrollen, haben wir den Bereich Datenschutzhinweis. Sobald Sie diesen anklicken, bekommen Sie hier Texteingabefelder, wo Sie die Datenschutzhinweise platzieren können, und aber auch, was noch viel interessanter ist, das heißt, sobald Sie die Einstellung speichern und jetzt die Vorschau öffnen, würden Sie hier unten links schon den Text Datenschutz sehen. Da kann der Teilnehmer draufklicken und kann dann die Datenschutzhinweise von Ihnen lesen. So, da wir das Ganze jetzt in den Einstellungen der Umfrage aktiviert haben, ich scrolle nochmal nach unten, öffnen sich hier dieser Texteditor, den Sie jetzt individuell bestücken können. Was wir gemacht haben, wir haben Ihnen das schon mal relativ weit vorbereitet. Sie müssten an der Stelle noch die roten Bereiche oder die roten Texte hier mit Ihren Angaben füllen und ändern. Hier oben stehen ein paar Ausfüllhinweise, die helfen Ihnen dabei. Und ansonsten steht hier schon alles, was wir für Easy Feedback, für die Software, für die Nutzung, was im Hintergrund passiert, was notwendig ist, dass Sie es hier erzählen und auch die Sicherheit mitgeben und wie vieles prozessual abläuft. Das sehen wir hier oben im ersten Bereich. Dann haben wir gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung die Artikel 15, das ist das Auskunftsrecht, was die betroffene Person hat, das ist hier hinterlegt. Wir haben das Recht auf Berechtigung, das Recht auf Löschung und Vergessenwerden. Wir haben das Recht auf Einschränkung, Mitteilungspflichten, Datenübertragbarkeit und. Das ist ja alles schon, wie gesagt, von uns vorgegeben. Das können Sie gerne nutzen. An der Stelle ist aber auch gesagt, dass wir hier keine Rechtsberatung für Sie übernehmen und auch keine Haftung dafür übernehmen. Das sind, wie gesagt, Vorlagen, die Sie individuell und auch so nutzen können, wenn Sie der Meinung sind, dass es so für Sie passt. Soll Ihnen hier einfach an der Stelle die Arbeit erleichtern. Und am Ende haben Sie hier die Möglichkeit, das ist das Löschkonzept, was auch angegeben werden muss, dass Sie hier auswählen, welche Datenarten, die haben wir jetzt schon mal alle aufgelistet, die möglich sind innerhalb der Befragung, welche Sie nutzen, die wählen Sie aus bzw. löschen die anderen raus und können dann sagen, wofür die genutzt werden und wann die wieder gelöscht werden. Somit haben Sie dann hier die Pflicht erfüllt. Das heißt, sobald Sie die Datenschutzhinweise anklicken, öffnen sich die Texteingabefelder. Sie können Ihre Texte hinterlegen. Wenn Sie das Ganze gespeichert haben, sehen wir in der Umfrage, das wäre jetzt die Vorschau, hier unten die Möglichkeit, das wieder zu öffnen. Das heißt, der Teilnehmer kann sich darüber informieren. So, in der Regel, was heißt in der Regel, nicht unbedingt in der Regel, aber das sind jetzt die Datenschutzhinweise. Öfters kommt es auch vor, dass Sie Ihr Impressum dazusetzen möchten, weil Sie sich als kompletten Absender markieren an der Stelle. Hier haben wir jetzt gesehen, hier unten steht jetzt Datenschutz. Jetzt wäre natürlich die Frage, wo steht denn das Impressum? Für das Impressum haben wir jetzt keinen eigenen Bereich vorgesehen. Wir können uns aber behelfen. Das heißt, wir gehen hier hoch in die Texte und Sprachen und scrollen runter zu dem Bereich Datenschutztexte. Das ist hier. Und dann haben wir hier das Wort Datenschutz. Dieser Text erscheint im Abschlussbalken und ist bei aktivierten Datenschutzhinweisen klickbar. Da könnten wir natürlich jetzt auch was anderes reinschreiben, zum Beispiel Datenschutz und Impressum. Somit haben wir dann beides zusammen erledigt oder angegeben. Das heißt, ich klicke hier nach oben wieder und speichere meine Eingaben. Ich wechsle in die Vorschau. Ich tätige ein Reload und wir sehen jetzt hier unten Datenschutz und Impressum, und wenn ich draufklicke, kann ich hier Impressumsangaben und Datenschutzhinweise tätigen. Das machen wir mal exemplarisch. Wir gehen in die allgemeinen Einstellungen. Wir scrollen wieder nach unten. Wir nehmen das einfach mal raus hier und sagen jetzt hier oben Impressum. Wie auch immer, ne? Das müssen wir in einzeln setzen.
können das Ganze bold setzen, können das Ganze ein bisschen größer setzen, so dass es halt hier passt. Das ist jetzt einfach mal exemplarisch. Können Sie sich gut vorstellen. Ich speichere meine Einstellung, ich gehe wieder in die Vorschau, ich aktualisiere meine Vorschau und wenn wir das wieder öffnen, sehen wir jetzt, okay, Datenschutzhinweise und Impressum, das ist ein bisschen hinderlich an der Stelle, ist aber auch kein Problem. Da können wir denn diesen Text hier einfach rausnehmen, den brauchen wir an der Stelle nicht. Ja, so. Speichern die Einstellung, aktualisieren wieder unsere Vorschau, gucken uns das an und dann sehen wir hier das Impressum. Das heißt, da könnten Sie Ihre Impressumsangaben tätigen. Sie können da auch einen Link reinsetzen. Das heißt, wenn Sie weitere Informationen haben, die Sie über Ihre Internetseite verlinken möchten oder präsentieren möchten, dann können Sie auch dort einen Link setzen. Sie haben auf jeden Fall hiermit die Möglichkeiten, Ihrer Pflicht nachzukommen. Jetzt gibt es noch eine zweite Anforderung, die wir haben, gerade jetzt in Bezug auf die DSGVO. Das heißt, wenn wir aktiv personenbezogene Daten verarbeiten oder speichern und verarbeiten, ist es laut Gesetzbuch so, dass wir die Zustimmung der Person einholen müssen. Das haben Sie sicherlich auf vielen anderen Internetseiten schon gesehen oder wenn Sie sich irgendwo anmelden, dass Sie den Datenschutzhinweisen zustimmen müssen. Das müssen Sie auch aktiv tun. Um das zu schaffen, haben wir eine zweite Option eingebaut und die besagt, der Teilnehmer muss aktiv den Datenschutzbestimmungen zustimmen, bevor dieser an der Umfrage teilnehmen kann. Das heißt, sobald Sie diesen Haken hier setzen und wieder auf Speichern klicken und Ihre Vorschau wieder aktualisieren, sehen wir jetzt hier unten einen Hinweis zum Datenschutz. Hier habe ich die Möglichkeit, das zu öffnen, beziehungsweise die Datenschutzhinweise zu öffnen, um mir die anzuzeigen. Und der Teilnehmer muss dann zustimmen, bevor er an der Befragung teilnehmen kann. Das heißt, hier ist kein Button, um die Umfrage zu starten. Das ist technisch nicht möglich. Ich muss erst zustimmen, Klick, und jetzt kann ich die Befragung starten. Das heißt, mit diesen zwei Optionen, die wir Ihnen hier anbieten, einmal die Datenschutzhinweise zu setzen und optional, wenn es denn notwendig ist, auch verpflichtend zu setzen, dass man denen zustimmen muss, erfüllen Sie Ihre Pflicht der Information. Das heißt, Ihre Informationspflicht wird erfüllt und Sie können ohne Bedenken Ihre Befragung starten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Umfragen.